Hallo, da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover-Dören. Heute mal zu dem Thema 7 Zonen. Was soll das eigentlich alles? Ne? Die Meinungen gehen auseinander. Die einen sagen Blödsinn, 5 Zonen reichen, 12 Zonen sind besser und das ist alles Kappes mit diesen Zonen. Ich habe da was vorbereitet, ich zeige euch das mal ganz kurz. 7 Zonen. Jede Matratze hat 7 Zonen oder viele haben das eben. Aber diese 7 Zonen, das sagt eigentlich erstmal gar nichts aus. Hier so der Klassiker, die Leute kommen rein, ja, wir suchen eine 7 Zonen Kaltschaummatratze. Hatten wir bisher. 7 Zonen Kaltschaummatratze sagt nichts aus. Weder 7 Zonen noch Kaltschaum. Das ist einfach etwas, was ich auf jede Matratze draufschreiben kann. Man sieht das hier. Ich habe hier mal einen Kern. Das sieht ja von außen immer gleich aus. Wenn man die Bezüge mal abmacht, da gibt es hier im Schulterbereich etwas kleinere Würfel. Dann werden die hier etwas größer und dann werden sie hier wieder etwas kleiner. Das Ganze wiederholt sich hier. Das ist ein 7-Zonen-Kern, ist aber an sich nur ein Schaumblock. Überhaupt nichts Aufregendes. Kann ich mal einen ordentlichen Kern haben? Das wäre toll. Okay. So sieht ein richtiger 7-Zonen-Kern aus zum Beispiel. Von diesen 7 Zonen braucht ihr eigentlich nur 3. Wo das Kopfkissen liegt, ist eigentlich scheißegal. Ihr braucht eine gute Schulterzone, das ist wichtig. Ihr braucht eine gute Lendenwirbelsäulenzone, die euch da an der Stelle so viel stützt, wie ihr braucht. Und dann kommt der Beckenbereich. Das Ganze wiederholt sich bei den klassischen Matratzen so, das ist symmetrisch geschnitten. Das heißt, ihr habt hier hinten nochmal eine Schulterzone, deswegen könnt ihr die Matratze in alle Richtungen drehen und wenden. Ich kann aber einfach einen Schaumblock nehmen, mache da mit dem Teppichmesser ein paar Schnitte rein an ein paar Stellen und dann darf ich da 7 Zonen draufschreiben. Ob diese Zonen gut sind oder für euch Sinn machen, sagt dabei überhaupt gar nichts aus. Für euch ganz wichtig, jede Matratze sieht von außen gleich aus. Wenn ihr so ein Teil im Auge habt, einfach mal Bezug aufmachen lassen, mal von innen. Lasst euch das erklären, lasst euch das mal zeigen. Wie hoch ist der Kern? Höhe ist nicht immer gleich alles. Wie gut ist wirklich diese Schulterzone da drin? Ist das nur ein Schaumblock oder werden halt verschiedene Materialien verarbeitet? Das ist halt eben ganz wichtig. Das Ganze lässt sich über den Lattenrost natürlich noch beeinflussen. Machen wir in der nächsten Folge nochmal. Aber ganz wichtig, 7 Zonen heißt erstmal gar nichts. Das ist wichtig. Und je höher, desto besser ist halt auch weit verbreiteter Irrglaube, kompletter Blödsinn. 18er Kernhöhe, vernünftiges Material, die Zonen an den richtigen Stellen. Man muss auch nicht immer an der gleichen Stelle schlafen. Ich habe so eine Range von 20, 30 Zentimetern, das ist alles okay. Also aus meiner Sicht machen Zonen schon Sinn. Aber Zonen sind nicht gleich Zonen, wie es so bei allen Dingen ist. Aber dann habt ihr sowas schon mal von innen gesehen und wisst auch bei eurem nächsten Matratzenkauf, aha, guckt euch das mal an und lasst es euch erklären. Und dann wird das auch was. Okay, dann falls euch das Ganze gefällt, was ihr hier seht oder hört, könnt ihr das auch liken und könnt den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr natürlich nichts. Ansonsten schlaft gut und bis zur nächsten Folge. Alles klar, macht's gut. Tschüss.